Wake weiterspielen. Es ist laut! Wir haben gestern mit Episode 2 aufgehört. Ich hoffe, das Save Game ist korrekt. Lass mich kurz hier Alan Wake einstellen. So. I'm the manager. I'm the manager. Works as a waitress down at the diner? Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you Wer hätt's ain't wrong, gedacht? mister. The Indians thought the lake was a doorway to Native the Americans. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Yeah, how Cool. about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. Ah, But it would take a tornado to lift something like that. wie das Flugzeug We're gestern. damn lucky it didn't crush any of the trailers. Da Thermoskanne, wenn ich sie sehe, kann ich sie nicht liegen lassen, ne? Also, ich suche jetzt nicht so aktiv danach, aber Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. das ist wahrscheinlich der hier. Ne, das ist Randy's Dogs. Es ist immer so ein Tag so, so heimelig und ruhig, aber dann, wenn es dunkel wird. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake. Für den just Trigger a hast du week gewartet. earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The Scratchin' Hag. Mick Comes Jagger. for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. Al, Articles about this stuff were written by Cynthia kann dich Weaver. das nicht I tun asked lassen, around, and she's that Dave. crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? Rose ist Just schon here to talk to her, korrumpiert. pal. Meine sehen wir den Pflanzen. Alle kaputt. Ist das ein Sideways Rollladen? Welcome to, oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my Den manuscript? Schatten gesehen? Oh yes. Yes. Please, come in. I am human. This is really good. Do you want to breathe air with me? Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! What? Don't drink the coffee. There's rat poison in the coffee. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promise.
First, I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Oh, hi. Back to work, boy. Where am I? Who am I? I felt nauseous, hungover. Oh mein Gott. Kept me going. Sie war auch obsessed mit mir. From dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me. The pizza is aggressive. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Alan Wake, Alan Wake. Sie ist sowas von obsessed mit Alan Wake. Sogar in seiner edgy 90s Phase oder Early 2000s. Und den spiele ich. Ist ja widerlich. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the Oh Dear Diner. The OD Diner? You today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Ah, das ist Would you wie like to hear wie heißt es in today's Silent specials? Hill? Thank you. A nice day. Come Heißt sie nicht back auch Rose? soon. My gun and flashlight Die were gone. Krankenschwester. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Das ist There was no gut. time to waste. Ist gut, dass der Typ den Sheriff ruft. Vielleicht helfen die uns. Ach, für Radio haben wir keine Zeit. Es ist dunkel und wir haben keine Flashlight. Weder Flashy noch Pisty. Ah, Randolph. My man. Please don't die. Oh, you're gonna get it now. Schon automatisch schuldig. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. FBI? You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where What you the are. fuck? Chill out. Nothing happened. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac. Ah, siehst du, auf Cops ist niemals I hated to leave Verlass. Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Escape, escape, escape. 1 second. Jetzt muss ich meinen Roller runterlassen, die Sonne kommt schon wieder. Denkt man, es wird langsam Winter und die Sonne kommt weniger und es ist drüber. Nein. Bisschen Gruselstimmung auch tagsüber. Okay, da sind auch Leute.
No. No, 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 you don't. It's just a mouse. Just a tiny little mouse. Oh, damn. Ich habe keine Stamina. So, escape the police. Ich habe nichts getan, literally. Müsste eigentlich der Dude sein, aber okay. Ich finde den Wald sehr dicht und sehr, sehr atmosphärisch. Für damalige Zeiten auf jeden Fall. Ich wollte noch besser Red Dead Redemption 2 zeigt, aber... For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Ah, ich bin Rockstar. Keine Ahnung. No! Die Darkness ist mein Freund? Moment mal, da liegt doch was. Das will mir Angst machen, aber hier liegt eine Manuscript-Page. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. Ich bin froh, dass ich nicht selbst vorlesen muss, denn ich könnte das niemals so gut vorlesen wie er. Checkpoint nach Checkpoint. Da bin ich schon lange nicht mehr. Haha, Idioten. Upsi. Licht hinter mir ausgegangen? Oh oh. Wisst ihr, wenn das Motion Blur so eingesetzt wird, oh, dann ist das richtig gut. Wenn es einen Sinn hat. Ich dachte, da wäre ein Typ direkt vor mir. War es nicht. Oh, fuck. Oh, das Auto ist auch... Aber nur nachts. Ich finde es lustig, dass es so viele Horrorgeschichten gibt über das Böse in der Nacht, aber gibt es sehr wenig über das Böse am Tag. Ne? Es müsste mehr Geschichten geben über... Einerseits... Oh, okay. Dass das Böse halt tagsüber kommt. Ich weiß schon, warum es nachts ist und effektiver ist nachts. Wegen Dunkelheit und du siehst weniger und so. Alles ist bedrohlicher.
Ist mir schon klar, aber wenn jemand das hinbekommt, das sowas Ähnliches auch für den Tag irgendwie zu machen, dann wird es eine richtig effektive Horrorgeschichte. Hallo FBI, ich bin nicht der, der ihr sucht. Den ihr sucht. Bitte? Ich kann doch jeden Fall übernachten. Hier ist Licht? Da ist ein Bett? Deputy Mulligan, over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in and take a look at both. Over. Gotcha. You better get them. Ich meine, es gibt nichts zu essen, aber eine Nacht ohne Essen kann man übernehmen. Oh yeah, I bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. By the way, wir hatten gestern einen Trinkwassernotfall, in Anführungszeichen. Es gab irgendwo einen Bruch der Hauptwasserleitung. I could see the lights of the radio station in the distance. Und dann hieß es, Leute, App Nina, ne? Alles sehr schnell mitbekommen. Hauptwasserleitung geplatzt irgendwo, ihr habt kein Wasser. Da ich mir auch so, oh, okay. Broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Also ich meine natürlich mit so, ja, wir kümmern uns drum und versuchen das zu reparieren und bla bla. Der ganze Kram. Da dachte mir so, okay, ich habe abgepacktes Wasser zu Hause, alles gut. Unnatural shadows clung to the gate. Ja, da komme ich The noch nicht darkness that durch. was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Aber das war irgendwie schon dann eine Stunde später geregelt und dann war wieder Wasser da, weil dann habe ich plötzlich vom Fernseher geklotzt und alles mögliche und dann hatte ich plötzlich, ja, jetzt wird mal Zeit, Zähne zu putzen und so. Und dann habe ich einfach ins Bad, Zähne geputzt, aufs Klo gegangen und das ist mir gefallen, oh Moment, siehst du eigentlich, wir haben kein Wasser mehr. Und so, ja, okay, ist alles wieder okay. Alles schon wieder. The generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Can we fix it? Yes, we can. Physics. Also Stadtwerke, ihr wisst, wer ihr seid. Gute Arbeit. Und ich konnte auch heute Morgen in Ruhe schwimmen gehen. Alles kein Problem. Und es gibt endlich wieder eine Dauerkarte für unser Hallen- und Freibad. Hallen- und Schwimmbad, wollte ich gerade sagen. Weil wegen Corona und Gas und so weiter gab es ja lange nur eine Dauerkarte für draußen und für drinnen gab es überhaupt keine. Weil die halt nicht wussten, was Phase war. Oh Gott. Und deswegen haben wir das lange nicht angeboten, aber jetzt geht's wieder. Das sind 20 Öcken im Monat. Es lohnt sich sowas von, ey. Wenn du auf Hallenbad 3 Euro Eintritt pro guckst und auf Strandbad, Freibad 5 Euro pro Eintritt.
rechnet sich halt im Hallenbad auf jeden Fall. Nach 3 Wochen 2-mal schwimmen gegangen, bist du drin. It took me a moment to realize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Flashbang Grenades. Wenn du rechnest, 20 durch 3 macht, ne, 6,2. Und nach 3 Wochen bist du 6-mal drin gewesen. Und dann 7 und 8 Mal in der 4. Woche. Easy. Flashbang. Den habe ich natürlich nicht getroffen. Ich möchte nicht einen mit einer Flashbang bekämpfen müssen. Das ist Verschwendung von Ressourcen. Deswegen ziehe ich den lieber zur nächsten Gegnergruppe. Der ist weg, okay. Okay, fuck it. Oh, no, no, no. Okay, vielleicht können wir ja jetzt mit die Flashbang besser zielen. Touched by the dark presence, Rose was lost in a dreamland where everything was drawn in black and gray crayons. The old lady had promised her that all her wishes would come true. She would be Alan Wake's muse. She was smiling so hard it hurt her face. She crushed a bottle full of sleeping pills into the coffee. Das ist nicht gesund. Deep down inside, she was screaming in terror. Wenn du eine Geschichte über Horror am Tag schreibst, dass auch der Tag irgendwie der Auslöser davon ist, dass er bedrohlich ist, darf es auch nichts Greifbares sein, ne? Kein Monster oder so. Nichts Erklärliches. Es muss einfach nur sein. Ich kann nicht mehr rennen. Noch 2 Flashbangs. Junge, kommst du mal an hier hinten? What the fuck? Jetzt habe ich keine Flashbangs mehr. Ich habe auch eine verschwendet. Oh, Geisterfarbe. Geisterfarbe, Geisterfarbe. Da ist etwas, aber die Geisterfarbe sagt mir... Hier gibt es irgendwas. Oh, shit. War das alles hier drin? Nur Batterien? Trust no one in the dark. Ah, fuck. Ausweichen. Was hat das Ding angeschaltet? War das einfach nur Licht hier drin? Okay.
Ich muss leider Flares und keine... Ich ganz viel Flair, aber... Oh fuck. Keine Waffen. Wow. Ich bin ausgewichen. Mist. Da ist es. Komm schon, renn. Renn, Alan. Renn! Als würde dein Leben davon abhängen. Was es auch tut. Komm schon, lassen wir das hier liegen und rennen. Da kommen die nämlich nicht durch. Nicht so einfach zumindest. So, fickt euch. Oh. Der hat diese Körperhaltung von mir, ey. The Night Owl. The voice of Pat Maine, all night, every night. Until he's dead. Hey, dude. Hey, dude. Jetzt liegt hier der Stuhl. Blockiert er mir die Tür? Ja, okay. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm gonna see if I can talk him into an interview. Ah, gerne. Ich verbringe die Nacht gerne hier mit dir. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Dan Brown, Hemingway. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Two civilians, in fact. Das war jetzt dann doch. Dude, why are you so... I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Flares. Ich brauche Flashbangs, Leute. Oder eine Knarre. Da ist wieder ein Generator und da kommen wahrscheinlich jetzt schon Dudes. Alter, willst du vielleicht mal... Revolver, Revolver-Ammo, Shotgun-Ammo, alles gut. Wir sind relativ safe. Schön, dass in New England einfach irgendwo überall Waffen rumliegen. In Wäldern und so. Aber sehr wenig Kugeln. Das hier irgendwas an Treasures. Letztendlich will ich auch nicht so weit vom Weg ab, weil
Je länger der Weg, desto mehr Gegner können auftauchen. Was wiederum heißt... There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Pick up Flashbang, pick up Revolver. Es flackert, geht gleich aus wahrscheinlich. Oh Gott. Renn, lad nach. Flashbang habe ich immer noch. Krieg Achievements, die ich damals nicht bekommen habe. The Darkness controls the Taken. Naja, weiß ich mittlerweile. Da ist eine Manuscript Page und da geht es wahrscheinlich weiter. Erstmal die Manuskriptseite holen. The bulldozer's engine roared to life. Oh. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily. Das kommt auch noch. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Wie die Stephen King-Geschichte, wo die Autos... hieß er nochmal? Wo die Autos... Maximum Overdrive auf Englisch. Wo die Autos lebendig werden. Deutsche Titel sind ja vor allem aus der damaligen Zeit. 90er, 2000er, 80er. Was die Besetzung von Filmtiteln angeht, sehr weird. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Das ist wie National Security. Kurze Pause. Ammo, Ammo, Ammo und Batterien. Kann mal kurz nachladen hier, falls da ein schwerer Gegner kommt. Hello? The most stubborn man I've ever met. Mitten in der Nacht. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful.
cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Das Interessante ist, für altes Spiel ist das mit dem Lichtding, haben die echt sehr gut hinbekommen für damalige Zeit, wie das sich so hier durch die Blätter hier durchschlängelt und am Ende dann nur noch leicht ankommt und die einzelnen Schatten. Also darauf haben die sehr viel Wert gelegt damals. Weil das einer der Hauptdinger ist, Licht und Dunkelheit. Hier ist Geisterfarbe. Ich höre das Atmen. Hab ich vorhin nicht gehört die ganze Zeit. Wow, das ist guter Loot. Dankeschön, Geisterjunge. Frau, Mann, wie auch immer. Na, natürlich. Wird direkt wieder verbraucht. Ja, nicht alles wird verbraucht, aber halt unnötig viel. Rear M ist der Maximum Overdrive auf Deutsch. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort. Ja, aber achte darauf, was du gelesen hast. I could find a car from there. Follow the yellow brick road. Follow the yellow ghost paint. Follow the yellow ghost paint. So, der Zauberer von Oz schauen. Yo! Chill out, man. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over every moment. Oh shit! Flashbang! Flashbang hat nicht so viel gebracht. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Flashbang war trügerische Sicherheit. What? Ich sag euch eins, ihr wollt nicht so ein Ding in die Fresse bekommen. Kurz stehen bleiben und heilen. Aber wir heilen uns im Licht besser. Vielleicht lockt uns die Geistertinte aber auch in eine Falle. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Genau, bessere Flashlights.
Da gibt es noch so eine große, glaube ich, mich zu erinnern jetzt. Noch eine Stufe größer, glaube ich, gibt es noch. Wir erinnern uns an einen Bulldozer. Es fühlt sich so an, als wäre das relevant hier. Nein, kein Bulldozer. Ich bin ausgewichen. Hör auf, mich zu verarschen. Come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Dass ich die Collectibles wieder einsammeln muss, ist aber auch ein bisschen weird, ne? Kurz meine Stamina aufladen. Wo ich den Knopf drücke. Ist das explosiv, ist die Frage hier, ne? Ich weiß es nicht. Komm schon. Es ist explosiv, by the way. Yeah. Gebt mir Loot, Leute. Gebt mir Leute Loot. In light you can hurt them. Diese Tipps, das ist wie in Dead Space. Cut off their limbs. By the way, you need to cut off their limbs. Did I say that you need to cut off their limbs before anything else? Cut off their fucking limbs. Night Springs, die nächste Episode. Die schaue ich finde die cool. You change your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derleth, we don't want to feel like we're on exhibition, but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derleth. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. Okay. Unangenehm. What did
Der tödliche Kuss. Hm. Alien. Alvin Derlit learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. Mythology. Such quests always bear fruit. In Night Springs. It will find you. Manuskript. So viel zu lesen. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Wir werden fallen. Ups. Aha, wir sind sogar wirklich gefallen. Oh, Objekte wahrscheinlich auch hier. By the way, Bulldozer, genau. Und Ads, alles klar. Fuck. Licht. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das ist gerade alles ein bisschen zu viel. Kann ich ihn überhaupt besiegen? Shit. Bin so gut wie tot. Oh fuck. Dumme Idee. Dumme Idee. Komm, jetzt schießen ihn. Achievement dafür, Survive. Aber ich muss das letzte Mal ja auch survived haben. That is the vehicle. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of Oh, die ganze Nacht verbracht. Seht ihr, hätten wir auch im Bett schlafen können da oben. The coal mine wasn't far now. In Bright Falls next time. Oh nein, es geht einfach weiter. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. Ha, A denkst drowning du? man will clutch at a straw. Bist du der Drowning Man oder ist er der Drowning Man? Problem ist zwar Tag, aber in der Coal Mine ist es immer Nacht. Ich habe Flecken auf meinem Monitor, die sieht man immer nur dann, wenn sehr viel Weiß da ist.
Da ist auch noch einer. Ja, kann man weitermachen. Rough Road. Warum wird das Grasrennen dann immer wieder zurückgesetzt? Gerade hier sieht man es ja massivst. Wahrscheinlich auch ein Punkt der HD Remaster. Dass diese Level of Detail wie der Berg da hinten. Eieieiei. Nicht mehr so offensichtlich aufploppen. Berg, sagte ich. Hügel. Dreckshügel. Oh! Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Ich glaube, das war nicht gesund. Aber alles klar, das heilt sich langsam alles wieder. So, jetzt geht's. Spontanheilung. Passiert. Ich bin Schriftsteller, ich kann das. Ja, offensichtlich auch tagsüber, ne? Pat? Didn't you say all night? Just all night? Wenn ich doch eh hier lang fahre, warum bin ich nicht mit einem anderen Auto lang gefahren? Verrückte Welt. Beware, Hill. Hätte ich vielleicht machen können, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ne? Manchmal höre ich zu sehr darauf, was das Game von mir will. Beziehungsweise ich denke, ich weiß, was das Game von mir will. Dass ich einfach so die Autos nehmen kann. Ne? Ja, this is rural America, where they had their keys inside the car. Kein Loot. Und nicht mal ein... Kein Thermoskanne, gar nichts. Ich nehme ein excellentes Auto, der ist ein bisschen sportlicher, der gefällt mir mehr. Ich glaube nicht, dass es so ein integriertes Physiksystem hat. Aber hey. You never know. Netter Drift, ne? Ich kann das halt. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. In a volcanic eruption below Cauldron Lake, while relatively minor, caused most of the deep mining tunnels to collapse or flood. 32 miners lost their lives in the calamity, and all mining around Bright Falls came to a final stop. Now many of the remaining buildings are protected as historical landmarks. And useless shit. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me.
Sie würden niemals in ein Haus The reingehen. noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. Und plötzlich war It was Nacht. all a waste of time. The bastard never showed up. Sekunde, muss kurz das schreiben. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by You you. want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him! I had to get to Mirror Peak. Ah! Guck, wie gerade schön, dass es so ein Hin- und Hergerenne ist. It was close. Maybe closer than ever before. Okay, aber wohin, wo lang? Die Tür ist verschlossen. Ich kann nur durch Türen gehen. Thermos. Klonk, klonk, klonk. Klonk, klonk, klonk. Erstmal lesen. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant and beautiful, full of life. He had never been a very happy man. Fresh and full of life. Effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Mentos fresh and full of life. Oh oh, oh oh, endless revolver ammo. That's not a good point. Or a good thing. Weg mit dir. Ja, da kommst du nicht durch hier. Oder vielleicht doch. Zu risky. Hier ist so viele Objekte, die du besetzen kannst? Besessenen? Wie nennt man das? Flashbang? Bei Objekten letztens nicht so gut funktioniert Flashbang. Oh oh. Oh oh. Habt ihr gedacht, dass dieses Einsperren funktioniert, ne? Ja, das Problem, ich bin nicht eingesperrt mit euch, ihr seid eingesperrt mit mir. Wir kennen das Zitat. The fuck? Who are you?
gucken. Kann ich hier einfach so eine Flash runterwerfen? Wirkt das was? Nein! Oh. Aber es waren dann 2 Sachen, deswegen hat dann doch irgendwas gebracht. Ja, die Darkness frisst Bäume, das wissen wir doch mittlerweile. Oh, shit. Ja, ein bisschen Strom abstellen. Das ist so eine Sache, die so allgemein im Leben gilt. Avoid a way to get Don't get electrocuted, that's what I'm trying to say. Alter! Trifft das hier! Wieso treffe ich das gerade nicht? Das ist doch alles Kacke hier. Cool. Hätte ich einfach nur diese Explosis richtig genutzt, ne? Wäre besser gewesen. So, hier ist auch noch, hier sind auch 2. Bisschen weniger Munition verschwendet. Ich bräuchte ein bisschen Revolver-Ammo. Revolver-Ammo. Aber vielleicht war es auch besser, mir die Explosis aufzubewahren für den Rückweg, ne? Oh oh. Das Ding hat sich gerade bewegt. What the fuck? Geh weg. Kommt alle her. Weg mit der. Bleib stehen. Ihr sollt noch nicht näher kommen. Schon wieder verkack ich's, ne? Oh, natürlich. Dass die halt auch... Nein! Da drauf sollst du schießen! Alter, kann doch nie so schlecht schießen, oder? Es war doch komplett Zielkreuz drauf.
Oh, der beschissenste Angriff, den er hat. Genau, Klonk, getroffen, aber trotzdem keinen Schaden bekommen. Alles klar. Okay, gar keine Muni mehr dafür. Und das Explosive-Ding liegt da immer noch, ne? Wahrscheinlich. Ja, da vorne liegt es immer noch. Ich glaube, ich habe zweimal so sicher, dass ich getroffen habe. Hier ist es. Und habe einfach nicht getroffen. No, 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 no. You're not gonna kill me now. Aber ist es nicht immer so in Videogames, du findest ein Upgrade und dann brauchst du dieses Upgrade auch, sonst würdest du normal nicht weiterkommen. Also deutlich schwieriger weiterkommen. Das heißt, du fühlst dich gut, dass du ein Upgrade hast, aber eigentlich ist es kein Upgrade, sondern nur ein Equality Grade, you know? Dass du halt mithalten kannst mit den Gegnern. Yo, wo kommst du her? Ich weiß, er kommt genauso daher, wo alle anderen auch herkommen. Na, klasse. Ich habe halt keine Muni mehr. Batterien sind gut, aber ich bräuchte etwas Muni für meinen Revolver. Dankeschön, Game, dass du so auf mich hörst. Sehr viel Explosivzeug. Selten ein gutes Zeichen. Alter, wo soll ich hinschießen? Als genau dahin. Wo das Fass ist. Ihr habt meinen Lichtstrahl genau auf das Fass gesehen, ne? Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the Dark Presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Follow. Why would I trust a guy who's writing with yellow paint? Yellow ghost paint, of all things. Wir ignorieren das einfach. Wir haben nichts gesehen. Haben noch Batteries. Nichts passiert. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Woher weißt du das? Ekelzeug. Machen die mir Schaden? Ja, machen sie. Okay. Falscher Knopf.
Also noch mehr. Ich weiß, ich verschwende vielleicht, aber ich habe sie. Warum nicht einsetzen? Es sind sehr viele auf einmal. Ich muss mich von dieser, wie heißt es, Angewohnheit lösen, mir Ressourcen bis zum Ende aufzuheben. I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Nah. He's not gonna do that. Easy. Ghost Paint. Warum versteckst du das immer so weit weg vom Hauptweg? Warum nicht einfach so direkt daneben? Flashbangies. Natürlich. Insgesamt 8 Schuss verbraucht und eine Flashbang. Also haben wir im Prinzip eigentlich nur 2 Flashbangs gewonnen. Das können wir besser. Ich habe erst zu spät gemerkt, dass es hier diese Latten, ich da ja springen müsste. Manchmal, ich merke gerade, dass er auf der linken Seite des Screens ist und nicht mehr auf der rechten Seite. Das ist ein nettes Detail. Wann ist das so? Während der Kampfsituation? Oh oh, sehr viele Shotgun-Shells. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, A switch to pump action shotgun. Upgrade. Upgrade, upgrade. Wo lang? Versuchen wir es mal hier. Überall diese Scheinwerfer. Wer hat die da hingestellt und warum? Ich meine, don't get me wrong. Sie sind sehr nett und helfen mir sehr. Bumm! 3 zum Preis von einem. Flare Gun Ammo. Ich sollte auch die Flashies vielleicht jetzt ein bisschen weniger einsetzen. Oh, dumm, 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 dumm. Ausweichend auf den geschossen, der noch Panzerung hat. Und schon wieder.
Ja. Turn on the lights. Das hat sich gelohnt. Und auch 5 zum Preis von einem. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? The graveyard shift may cause cancer. Was? The graveyard shift may cause cancer? Was? Das ist ein Boss, auf jeden Fall. Der hat ein dickes Schild. Aber die Flashbang hat ihn umgebracht. Brauche keine Batterien. Das ist eigentlich das, was ich am seltensten brauche. Bin immer sehr, sehr zurückhaltend mit... Oh, das wird doch lebendig. Das verwackelt. Auf jeden Fall sehr zurückhaltend mit dem Nachladen meiner Taschenlampe. Ah, kinda like a ghost town. Oh! In mein Gesicht rein. Oh Gott. Ey, komm. Das ist doch gleich die Lampe hier hinten. Ach nee, bis wir da sind, ist immer schon wieder voll geheilt. Macht keinen Sinn. Press on. Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Yep. Aber ich kann Fässer runterwerfen. Grey Peak Gorge. Ich weiß Gorge immer. Originally found in 1928, the Grey Peak Gorge mining town was one of the permanent settlement Bright Falls Mining Company, built for its workers and nearby Greybeard assessment to the dangers the miners face on a daily basis. Most of the men who lost their lives over the years were very grim-minded, careful for those who remained. Blah, 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 blah. Blah 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 blah. As I do. As I like to do. So viele Thermoskannen und ich weiß nicht, was die mir bringen, by the way. Irgendwelche Artworks freischalten oder so. Tonk, 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 tonk. Die beste Verteidigung gegen die Dinger ist, by the way, andere Gegenstände im Level. Und zwar sowas wie diese Balken hier. Waren es nicht 2? Wahrscheinlich schon irgendwie runtergefallen. Ne? Dinge, die nicht zerbrechen können. Sind da die beste Verteidigung dagegen.
Upsi. Weil sie können halt nicht anders, als genau im geraden Weg auf dich zufliegen, ne? Was ist das? Schlüssel. Wahrscheinlich hier rein. Open Door. Ja, könnte ich auch benutzen, aber... Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Hallo. Zane writes Ich bin about Alan. himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, Wie heißt du? about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Lovecraftian Horrors. Hunting Rifle. Switch Shotgun to Hunting Rifle. Ist sie stärker? Ich nehme es mal an. Ich weiß es nicht. Bisschen weird, dass ich hier einfach nur rein und wieder rausgehen kann. Deswegen muss es hier weitergehen. Geister? Was habt ihr für mich? Erstmal ein Handyanruf. Had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Flare Gun Ammo, Flare Gun. Habe ich jetzt schon sehr viele, by the way. Das ist eine sehr lange Episode. Ich brutzel euch kaputt, Leute. Wie komme ich zurück? Keine Ahnung. Mir egal. Das Game regelt das für mich. Oh, gute Idee. Gibt bestimmt einen Ausweg. Es war eine Silbermine. Gut zu wissen. Tunnels go to Cauldron Lake. Kam von links. Ich traue der Stimme aber nicht. Sollte ich der Stimme trauen?
Tiefer rein, ne? Tiefer ist eigentlich nicht gut. Without warning, the headache stabbed at my brain. Gerade haben wir eigentlich kurz gesehen, wie es wirklich da unten aussehen würde von der Helligkeit her. Alan, Alan, Al, where are you? I'm losing it. I gotta get out of here. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late into the night. It did them no good, as they were taken by the dark presence, sucked deep into a darkness far worse than any ghost story they ever told or heard. Das war einfach nur ein kleiner Storygang. Die berühmte Story-Abzweigung. Flares? Nächste Manuskriptseite. Sieht wie ein Arena-Kampf hier aus hier. Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought, just let me get through this. Der Nightingale, ne? Ist auch ein sehr, sehr komischer Charakter. Dieser Schrei der Darkness, ne? Das finde ich immer noch sehr creepy. Ah, ja, komm. Come on and fuck you. Noch eine. Um ein bisschen in Sicherheit zu sein. Da kommen noch andere. Das musste ich gerade erahnen, dass der Angriff kommt. Ja, war Verschwendung gegen den. Ich habe noch Flashbangs, ja. I still got the flashy bangies. Und ich habe so viel Kaffee in der Thermoskanne, ey. Ich könnte eine ganze Kleinstadt damit durchbringen. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Nah, I don't think so. Weil ich habe schon erzählt, dass wir schon wieder schwimmen war. Endlich wieder. Und habe heute gerade wieder 50 Bahnen geschafft, Runden. 2,5 Kilometer. Das ist richtig nice. Ich finde, das ist richtig nice von mir. Ist auch wichtig, sich mal selbst auf die Schulter zu klopfen. Das heißt, dieser alte Spruch, Selbstlob stinkt, ist kompletter Schwachsinn. Das bringt mir gerade nichts.
Das hier bringt mir was. Selbstlob ist auch wichtig. Der ist genauso viel wert. Denn ihr kennt euch am besten. Messt euch nicht an den Taten bzw. dem Lob anderer, sondern messt euch an euch selbst. Seid ihr heute besser als gestern? Hat geklappt, Alan. Oh, fuck. Selbst auf die Nase bekommen, weil ich mich über die Videospielfigur lustig gemacht habe, ey. Kann auch nur mir passieren, ne? Ah, das ist die Abkürzung. Einfach nur. Einfach nur. Nicht Escape. Escape geht immer ins Menü zurück. It's an old game. War der Classic, though. Ich will Max Payne 4, Leute. Max Payne lebt noch. Warum kein Max Payne 4? Rockstar, ihr habt doch die Lizenz, glaube ich. Und kein Open World Max Payne, please. Das wäre die dümmste Idee, die ihr machen könnt. Klassisches Singleplayer. Episodenhaftes Max Payne 4. Lineares Story-Adventure. Mal in cooler Zeitlupen-Action. Irgendwelche bösen Mafia-Dudes umnietet. Mit einem leicht mystischen Einschlag. Ganz leicht, ganz fein. Das wär's doch. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. What? Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." What the fuck is this? Da müssen wir hin? Scheinbar muss ich dann doch hier runter. Ist da oben meine Bonus-Page. Ah, eine Schienenbahn. Schienenbahn. Was laber ich? Seilbahn. Bin ich aufgefahren auf der Buga dieses Jahr. War lustig, weil es sehr windig war und ich Höhenangst habe. Glücklicherweise nicht so eine schlimme Höhenangst, dass ich in Panik verfalle. Ich behalte die mal in der Hand. Ich habe 8 Munition. Quack, 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 quack. Shitty, 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 bang, bang. Ich weiß nicht, wann ich schießen soll und wann nicht.
Wann es besser wäre zu schießen und wann nicht. Das war jetzt dumm. Hat ein bisschen was von denen getötet, aber nicht alles. Und das war es noch lange nicht. Aha. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Was für ein Glück aber auch. Schmeiß die Kugeln in die Trommel. Wie die Fuffis in den Club. Und weiter. Kurz am Auge kratzen und weiter geht's. Ich muss mehr trinken. Trotz Sport heute noch nicht genug getrunken. Das ist eine ewig lange Episode, ne? 1,5 Stunden jetzt schon. Aber eigentlich dachte ich, mache wieder 2 Episoden, aber wahrscheinlich mache ich nur eine Episode hier, so viel Zeit wie die frisst. Ab ins Licht. Wahrscheinlich geht's kaputt. Nee. So viele Ressourcen, nee. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist niemals ein gutes Zeichen. Cauldron Lake, da sind wir wieder. Alles führt immer wieder hin zurück, ne? Ich will, dass du rennst, nicht ganz normal so gehst. Alan! Alan! Geh! Nicht nachladen. Ich dachte, hier geht's weiter, aber hier gibt's Geistersachen. Geisterfarbe. Da geht's wahrscheinlich weiter. Und die Geisterfarbe zeigt mir wahrscheinlich nicht den Weg hierhin. Ja. Das Atmen. Kann mich nicht erinnern, dass mir das Atmen früher aufgefallen wäre. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe mich auch nicht an die Geisterfarbe erinnert. Aber jetzt, da wo ich sie gesehen habe, habe ich mich wieder daran erinnert. Aber das Atmen nicht. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense.
They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Tja. Hättest du mal besser auf die Wakes aufgepasst, mein Freund. Das sind Großstädter, die haben keine Ahnung, wie es auf dem Land so zugeht. Da ist halt mal so ein Geisterhaus, ne? Okay, dann kick ich das halt mit meinem Power-Kick. Wie Jesus sich mit einem gezielten Kung-Fu-Action-Kick aus seinem Felsengrab befreit. Im Stall ist es schmutzig, Jasmin, aber nicht in Malibu Marias zweistöckiger Strandvilla mit Pool. Tom, 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 I miss you, Tom, 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 Tom. This is Tom Z. You talk to me on TV, Tom, 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 I miss you, Tom. Did you write this? Did you write this? Tom, 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 Tom. I curse you, Thomas Zane. TZ, Thomas Zane. Der Geist mit der Geisterfarbe ist auch ein bisschen wahnsinnig geworden. Aber wenn Thomas Zane, wer ist dann CW? Curtis! Curtis Craig! CW. Curtis Rake! Gibt's auch nur Hunting Rifle Ammo, ne? Keine Shotgun Ammo. Man sollte die Waffe wirklich wechseln, wenn man es angeboten kriegt. Obwohl, vielleicht wäre es Shoddy Rifle, hätte ich Shoddy Ammo, hätte ich Shoddy Rifle. Yeah, about that. Der hatte noch Armor. Fuck. War das der andere, den ich geschossen habe? Dann habe ich nämlich einen Haufen Munition gerade ins Nichts geballert. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Suchen die meine Frau? Oder ist es mein Erpresser? I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Ah, der klassische Angle. Eigentlich sind sie verrückt. I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry. Please, it's late. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. We just said we had
Ja. Sie haben einfach keine Ahnung von Alice und so. Das war eigentlich auch klar. Auch nur Sklaven der Darkness. Water! T-pose your way into the water. Next time on Alan Wake. Du. Previously on Alan Wake, I'm hunted by Den Anfang schauen wir mal wieder. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. The truth? You can't handle the truth. Baby, it was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lie. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Let the drugs kick in. Ich habe gerade aber Bock weiterzuspielen, bin ich ganz ehrlich. Dann machen wir heute einen langen Alan Wake Tag noch. Eine Episode. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal kurz Pause machen und aufs Klo gehen. Groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Kleine Pause. Das Klo. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Ja, Mann, ne? Wir machen einfach weiter und morgen geht dann der reguläre Content mit Baldur's Gate oder wahrscheinlich XCOM 2 weiter. Wir machen noch eine Episode. Los. Ach, der Ficker. Dieser Türsound ist so lustig. Hast du auch eine Thermoskanne? Night Springs, the video game. Ist Gummis? Nee. Es sind Gummis, auch nicht die Gummis, die ich meine. Is for patients.
Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip. And Jill? Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. Did she went up the I hill? encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. Go up the hill. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Halt. Ich muss noch schauen, ob es hier eine Thermoskanne gibt. Nee, gibt nur eine komische Bärenstatue. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can. Okay, ich stehe hinter dir, alles klar? So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness. Könnte ja auch sein, ne? Everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed Aber elaborate wer fantasies weiß das schon? in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped, and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful. Was mit dem Typ, der auf mich geschossen hat? Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained Thermos. logically. Fuck. Aber übersehen oder kommen erst später ran? Jo. Riesige Sonnenuhr. Wir haben ungefähr was? 11, 10, 9. Wir haben 9 Uhr. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a Oh, there's a storm coming, alright. Well, no in your matter. face. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and control. more difficult to Name drop. resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. Talking It's about part of the natural. I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. No, you didn't. Once you accept that, You did not. we can begin the journey towards your recovery. Wäre sehr cool gewesen, hätte das Model das wirklich gemacht, aber... Give me my thermos. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah.
Hi, Mark. Scary, scary, scary. Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making He some crazy. progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow games. strike. It's trash, of course, but it does involve get some him to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. Video Games. Wer braucht das schon? Wer bist du eigentlich? What a face. Come, Alan, this way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Welcome to Cauldron Lake Lodge. We are here to give you the specialized help you need. However, please observe the following. Please ask friends and family to schedule visits beforehand and ensure the blah 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 blah. Ach, die beiden. My rheumatism's killing Night me. Springs the game. There's a storm coming. Oh, what a storm. Sieht ziemlich langweilig aus. Bin ich ganz ehrlich. And these two are the Anderson brothers, Odin and Tor. They had a, how should I put this, a heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new Ist Thor first der mit dem names Hammer? to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. Warum zeigst du mir die ganzen Patienten? Lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power. Das war auch super langweilig, mein I better Freund. go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, Gib mir eine Knarre when und Taschenlampe. you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Nah, fuck you, Darkness. I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Is it? Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Eine Manuskriptseite. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He too had a way with words. Gib mir eine Sekunde. Rose knew she had been gushing. Ich will, Thomas Zane war doch der andere Writer, ne? Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Barry had never gotten along with Alice. In spite of its human mask, to describe. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might.
Agent Nightingale didn't. Agent Nightingale, fuck Agent Nightingale. My head was clearing up. Or Die Frau war wahrscheinlich CW. I was convinced he was lying to me about everything. Das heißt, der Geist ist aber auch CW. The Andersons made more sense. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know The doors were locked. Gotcha. Hartman and Doc's the got nurses me would looking have after Wade keys, here, but there was no way to get my hands on them. I'll do that, Birch. Ist auch eine super Reha-Klinik hier, ne? Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Ich bin nur ein... Oh! QR-Code. Den können wir mal scannen. Wollte ich früher machen, aber ich hatte da kein Phone, der das machen konnte. Das machen konnte. Ich erinnere mich. Ich hoffe, das geht noch. Constipation. That looks painful. This is just jokes, I think. Jokes and memes. Hartman wanted me to write. I knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Dr. Hartman, and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. Ich komme da eh nicht rein in die anderen Zimmer. Ich muss jetzt ein bisschen schreiben, damit es dunkel wird. Und dann fällt der Strom aus. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Die leere Seite ist das Schlimmste. Yeah! Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Schließ doch meine Tür ab, wenn du willst, dass ich hier drin bleibe. I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Ah, der Hammer. Da war der Satz gerade eben. Giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. Mit Wench. He went on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. Er steht da einfach. That's where he'd be keeping them. I'm taking it. Come out and face the music, Birch. It's time to pay the piper. We're on a comeback tour, baby. Mad people. The tapes said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. Nice artwork. I couldn't breathe right. Ich glaube, es ist Game Artwork. Hartman wasn't happy. Mott could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it.
The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for, to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Let me out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Barry? Ow! About time! Warum ist das Ding hier? Glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Don't worry, I got all the keys. There's a gun. I have what I need. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Or stomach. I don't know. Well, In the body. worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea. Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! I know what's up. Listen to me. This is a mistake. Don't you see? It's a mistake, Together we Wake. can create something absolutely wonderful with your ability and mine. Alan Wake makes a mistake. Ich kann nicht rappen, deswegen sollte ich es nicht probieren. Oh, fuck. Ich hab kein... Ich hab keine Dingens. Keine Taschenlampe. Ach so, ich muss das klicken. Ich hab's völlig übersehen. Das ist so klein. Hallo? Okay. Okay. He needed light to get the possessed bookshelves out of his way. I guess the light is in the generator. Well, light isn't in the generator, but comes from the generator. Kleinerer Triggerbereich. Und 4-mal. Cheater. Nein, die Tür bleibt offen. Also, dass Alan Wake zu Control dazugehört, ist eigentlich super passend. Hartman followed the fall of Alan Wake with his 2? binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front, and he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Yikes. Natürlich. Oh.
Hallo, hier bin ich. Mach nochmal. 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 Okay, jetzt müssen wir rennen. Okay. Falsche Richtung. Oder doch richtig? Haha, genau. Barry. Ja, das Tor ist zu. Also, ne? Was soll ich machen? Da ist Thermoskanne. Barry, ich brauche erst die Thermoskanne, Mann. Mein Kaffee. I need to stay. Wake. Jetzt haben wir eine Knarre und bringt mir nichts. Mit der Taschenlampe. Barry, I don't have a light. Wie bist du hier rausgekommen? Jesus! Ab ins Licht. Ja. Du bist sicher hinterm Tor. Du bist bloß ein Dulli. Hedge Maze. How you do the maze? Left, left, left. Left, left, left. Left, 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 left. Those evil guys. Left, 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 left. He looked like a skeleton there. Left. Then when there is no more left, we go to the next left. There is a right, but we can check the right here. Don't trust Emil. Who is Emil? StarCraft 2 Emil? I stared at the Viking paraphernalia. He's always lagging. The area surrounding an unlikely centerpiece. A full-size stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Ich meine mich zu erinnern. Vielleicht erinnere mich aber auch an Left 4 Dead, wo die Musik gespielt wird. Wir gehen links. Links. Scheinbar ist links immer falsch. Zwei Schuss left. Links ist nicht falsch, aber links bringt uns zumindest zu der Manuskriptseite. Ist zwar falsch, meine ich.
is most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Also er wusste Bescheid. Problem? Hier könnte noch was sein. Ist nicht. Einmal links. Immer rechts, aber einmal links. Oh. Zumindest ein bisschen Munition. Ja. Das Abmischen dieser Voice ist schon geil. Shitty, 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 bang, bang. Oh, ich habe keine Flair mehr, deswegen bringt es mir nichts. Ich wollte die ganze Zeit eine Flair aktivieren, aber ich hatte keine mehr. Und nur noch 6 Schuss. Das ist eine weirde Erinnerung gerade in meinem Handy. Ich erinnere mich nicht. Egal. Komme ich irgendwann drauf. Trusty old shoddy and... Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. Doesn't mean anything. Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the No. shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Weil jemand mehr Geld hat und verheiratet ist, macht das ihn nicht zu einem besseren Menschen. Oder zu einem wertvolleren Menschen. This is wrong. Ja, ich merke jetzt gerade erst, dass die kleine... Ja, ich merke erst jetzt, dass ich die kleine Taschenlampe nur habe. Ich habe die ganze Zeit noch den Gedanken an die große Taschenlampe.
Oh, fuck. Voll ins Kreuz geballert. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been Fall? separated from Al, and there was no easy way to climb back up. There's no easy way up. Okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Barry wird angegriffen. Was weißt du eigentlich, Alan? Du könntest ihn retten. Also willst du ihn retten? Barry ist schon ziemlich nervig. Flare Gun ist die BFG. We know that. Frage ist, wann setzen wir die BFG ein, wenn wir die sehr begrenzte Munition haben. Fällt mir wieder ein, ich müsste wieder Doom spielen. So viele Sachen, die man mal wieder spielen müsste, ne? So viele Sachen, die man mal wieder schauen müsste. In der Jugend hast du so viele Sachen doppelt und dreifach geschaut und da war es dir scheißegal. Jetzt mittlerweile ist die Zeit halt, ne? Zeit wird knapp. Zeit ist knapp. War es schon immer. Und haben wir es früher nicht gemerkt. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. Ah, ich war das, With a cool. little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he had had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood, and barely tasted it. Jetzt bist du wieder von verschlossenen Tor. Barry! Let's get out of here. Can you open this gate? Skedaddle. Maybe. Barry. Get into the light. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Get in the light, Barry. I'll find it. Don't worry about it. What? Ah. Ich dachte gerade, was ist mit der Kamera los? Oh oh. Hurry up, Barry. I'm on it. I'm on it. Wow! It's gotta be here. Just hang on, Al. What is happening? Dude, no, 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 this here. Das war's, ich bin tot. Hurry up, Barry. I'm on it. I'm on it.
Oh, fuck. Diesmal hat die BFG nicht so gewirkt, wie ich gehofft habe. Die BFG. What the fuck? Okay, jetzt sind die zumindest weg. Jetzt musste ich gerade weg. Na, shit. Oh, come on. Gestorben und getriggert. Geil. So läuft das doch. Good old video games. I'm dead, Barry. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna... Nochmal kurze Pause. Hi Muffin, schön, dass du wieder da bist. Ich habe gerade eine kurze Pause gemacht. Es ist ja auch schon 4 Uhr, oh mein Gott. Sag ich immer noch, oh, noch eine Episode. Und dann dauert es 3 Stunden. Gerade Schulschluss. Sehr gut. Willkommen zu Hause. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or Mir not, geht's gut, you're danke. not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. Die wussten, wie es abgeht. Die waren nur so zugedröhnt. Geil.
Natürlich wieder ein Autounfall gehabt, der Klassiker. Ja, mir geht's gut, ich hatte einen schönen Tag heute. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's Oh, good er wird to jetzt hear your angegriffen. voice. I was trying to get out of the car. Barry, du bist angegriffen. Gave way. Man, what a drop. Don't worry, your cutout is fine. Ich hab's gelesen. Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down though. It's like a sheer wall. Al, there's something moving down here. Genau deswegen sollst du abhauen. Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al. Warum rennst du mit meinem Pappschild rum? With anyone from New York City before, huh? Der ist verrückt. Wie gesagt, heute war ein schöner Tag. Ich war heute wieder 50 Runden schwimmen. Eine Stunde lang im Schwimmbad, macht Spaß. Just wait for me, okay? Und ist gut, um Stress abzubauen. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. Oh. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Wie schwimmen? Schwimmen. Ich gehe schwimmen. Das ist mein Sport. Regelmäßig. Normalerweise zweimal die Woche. Zurzeit geht es gerade nicht zweimal die Woche. Akuter Geldmangel wegen sehr überhöhter Stromrechnung. Aber ab nächsten Monat wieder. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Oh mein Gott, ich habe keine Taschenlampe mehr. Ich muss Licht anschalten. Licht anschalten. Licht anschalten. Hahaha. Hier muss ich eigentlich gar nicht rein, aber hier ist nochmal eine Skriptseite. When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close. Schwimmbad, genau. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Es war auch nicht wirklich klar, ob ich heute schwimmen gehen kann, weil gestern Abend kam so eine Meldung rein, dass bei uns eine Wasserleitung geplatzt ist. Also eine Hauptwasserleitung in der Stadt. Und deswegen das Trinkwasser von der ganzen Stadt abgestellt wurde. Oder von der hauptsächlichen Stadt. Habe ich dann gedacht so, oh, okay. Vielleicht kann ich morgen nicht ins Schwimmbad. Dass das mein erster Gedanke ist, by the way. Oh. Oh, nein, 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 nein. Oh, Physik ausgehebelt. Ist schon ein bisschen weird, dass es das erste ist, woran ich denke. Aber alles gut, die hatten das eine Stunde später schon im Griff und alles war... Ich habe es dann erst gemerkt, als ich dann... Ich habe währenddessen vorm Fernseher gesessen. Okay. Oh! Und dann bin ich nicht so... Richtung Bett gegangen und so, geht mal Zähne putzen und so, und war im Bad. Alter, hab Zähne geputzt. Und erst nach dem Zähneputzen ist mir aufgefallen, Moment, haben die nicht gesagt. Ich bin fast tot. Ich sollte mich konzentrieren. Hab ich so gedacht, so, haben die nicht gesagt, es gibt kein Trinkwasser? Was geht ab? Aber dann habe ich dann nochmal in der App nachgeguckt und gesagt, dann hieß es dann, ja, alles klar. Alles schon wieder geregelt, kein Problem. Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nice! Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion. But he had Arbeiten auch, keine Tests, sehr put the gut. gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Sehr schön. Das ist doch balsam.
I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Ja, wir haben halt nur eine Flashlight. Das Spiel gibt uns keine Knarre. Beziehungsweise, warum wir unsere Knarre im Auto liegen lassen, ist natürlich auch ein bisschen doof gewesen von dir, Alan. Okay. Mach! Okay, bringt uns nichts. Sterben wir. Echt keine Ausdauer, der Typ. Deswegen hilft es, einfach mal im Leben die Ausdauer zu trainieren. Oh mein Gott. Da ist tot. Das ist nicht Lippen. Nein, ich meine Balsam für die Seele. Also es tut gut. Wenn man so ein Erfolgserlebnis hat. Das Trust no one in the dark. Okay. Also im Prinzip Lippenbalsam und so weiter tut ja auch gut. Deswegen schon so ähnlich. Ja, come on. Ich weiß nicht, was das Ding anschaltet, ne? Es bringt halt null. Es ist eine Falle. Ja, und tot. Oh. Der Generator ist eine Falle. Wie soll ich das überleben hier? Mit einem Typen, der keine Ausdauer hat. Deswegen lohnt es sich, Sport zu machen. Macht Sport. Sucht euch was. Sucht dir was. So als Tipp. Auch an dich, Marvin. Such dir irgendeine Sportart, die dir Spaß macht. Und mach sie einfach. Es dauert vielleicht lange, bis du sie findest. Ja, fickt euch alle. Es lohnt sich, auf jeden Fall. Ich habe auch bis 30 gebraucht, bis ich wusste, was wirklich mein Sport ist. Das Schwimmen mir so viel Spaß macht. Ich mache ja Schwimmen und Fahrradfahren sehr gut. Trainiert die Ausdauer, trainiert Kraft und es ist beides wichtig. Und immer dich selbst so ein bisschen fordern, so bei Training, ne? Dass du sagst, ja, letztes Mal bin ich 10 Bahnen geschwommen, dieses Mal schwimme ich 20 Bahnen oder 15 Bahnen oder so. Versuch das in der gleichen Zeit zu machen oder so. Einfach so ein bisschen dich selbst anspornen und weiterzumachen. Das ist immer Training. Das ist dann, wenn du an deine Grenzen gehst. Und so einen Schritt drüber hinaus. General, ich bin kein General. Ich gebe nur Tipps fürs Leben. Die man befolgen kann oder auch nicht. Also. Aber Bewegung allgemein ist halt wichtig. Blinded by the light. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chain to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Das denke ich jetzt nicht, dass ich besser bin als dein Lehrer. Klingt vielleicht, dass ich viel weiß, aber ich weiß auch nicht von allem was. Oh, fuck you. Doch reingelaufen.
Da ist eine. Hier sind mehrere. Aber ich fand meine Lehrer früher auch alle scheiße, also. Nee, nicht alle. Ein paar waren cool. Jetzt endlich mal mein Lehrer, ich muss mich konzentrieren. Ich möchte mich nicht an meine Lehrer erinnern. Unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Na, die wissen Bescheid. Zu früh. Quicktime-Events. Das war noch eine Zeit. Ah ja. 16:13. The taken are filled with darkness. Okay. Gibt es noch was anderes in dem Haus? Da gibt es noch eine Thermosflasche. Die hole ich mir auch noch. Alles so wegen meiner Gier auf Thermos. Verbrauche ich jetzt eine Kugel Schrotflintenmunition. Obwohl diese Collectibles mir nichts bringen. Ich habe die... Ich weiß nicht, das Glück, ich würde es nicht Glück nennen allgemein, aber den Vorteil, das würde ich auch nicht so nennen, eigentlich ist es ziemlich kacke. Direkt meine Wohnung, mein angrenzend an mein Zimmer hier, in dem ich sitze, mein Wohnzimmer. Ich muss kurz... An der Wand zu meinem Zimmer, wo ich hier sitze, befinden sich die Briefkästen. Beziehungsweise die Einfahrt. Das heißt... Oh, shit, no, 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 no. Ich krieg hier immer direkt mit, wenn irgendjemand kommt. Weil entweder das eine Auto in der Einfahrt parkt oder jemand am Briefkasten nachguckt oder Post reinwirft. Oh, nee, komm. Ich lock euch alle, soweit ich kann, nach vorne. Ach, diesmal war es schlecht, in den Wurf auszuweichen. Hier kommt auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, keiner in oder aus dem Haus raus, ohne dass ich das nicht mitbekommen würde. Natürlich geben die mir noch einen Schlag mit, bevor ich hier... Egal, wenn du so spielst, aber ich weiß nicht warum. Hey, mach gerne. Ich finde es auch ein bisschen lächerlich. Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Please! Wieso kann ich nicht rennen? Der Moment ist eh geskriptet, von daher kann ich nicht viel ändern. Hallo? Alan? Ja, not Barry. Du bist der Besoffene. For the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin.
My buddy, Danny. I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. Where the best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Und tot. Ich wohne in einer Wohnung in dem Haus, das meiner Schwester und ihrer Familie gehört. Ich wohne das Erdgeschoss und die beiden anderen wohnen erster Stock und Obergeschoss, also zweites Stock. If I continue like the dark presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Bzzzt. Ja, es ist schon cool. Also ich meine, ich bin dann damals ausgezogen aus meiner vorherigen Wohnung, weil dann im Vergleich die Miete hier deutlich geringer ist. Denn, oh Gott! Man könnte natürlich meinen, wieso bezahlst du Miete, wenn du in einem Familienhaus wohnst? Problem, das Haus gehört immer noch nicht so ganz uns, beziehungsweise ihnen, weil die Bank da noch die Kredit zurück will. Oh, ja, das ist nicht das, doof. Aber hey, zumindest denkt der Lehrer nicht, dass du das machst, um die zu verstecken, weil es war eine gute Note. Da hast du vielleicht ein bisschen Aufschub dafür. Hallo? Muss ich hier durch? Ja. Ich hab das Atmen gehört. Mit darunter. Ja, wie gesagt, ich denke, da das ja eine gute Note war, denke ich nicht, dass der denkt, du wolltest es verheimlichen und glaubt dir wirklich, dass du es vergessen hast. Weil normalerweise vergisst man das ja in Anführungszeichen. Wenn man eine 6 oder so hat. Ich nehme das Auto. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. Oof! I made it this far myself, but Barry was Barry. Barry is slow. And a fool. Ach, was waren das noch für Zeiten als... Warte mal, ich kann doch irgendwo... Ja, Rechtsklick kann ich boosten, das Licht. Ja, auch hier. Dass die Arbeiten noch den Eltern vorzeigen musste. Zum Unterschreiben. Hier geht's nach links. Gibt's noch Loot? Ich war froh, als die Zeiten vorbei waren. Ich war froh, als ich mich irgendwann selbst entschuldigen konnte, wenn ich nicht in die Schule gegangen bin. Das war in der Oberstufe.
Und wir nehmen das Auto. Das gefällt mir besser. Jetzt nehme ich das Auto. Aber erstmal da hoch, da gibt es vielleicht auch ein bisschen Loot. Ey, deswegen brauche ich so lange für diese Episoden, weil ich alles absuchen möchte. Oh, schönes Gewitter. Du benutzt doch eh nur ein scheiß Radio. Oh, und eine Hunting Rifle. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. Boys at the Weather Service reckon it will last until morning at the very least. Okay. Nee. Nee. Ihr kriegt mich nicht. Mein Auto hat endlich Lebensenergie. Moment, fahre ich richtig? Ich glaube ja. Alright. Ja. Das Knasen. Okay, jetzt bin ich. Oh, no, what the fuck? Leave me alone. I don't know what is happening. Oh, Jesus. Ja, genau. Aber so läuft es hier. Du kannst in jedes Auto einfach einsteigen, dass das da steht und das verkehrstüchtig ist. Wenn du gerade in so einer Sequenz bist, wo du Auto fahren kannst, wenn das Spiel dich lässt. Finde ich einfach nice. In diesem Part der USA lassen die einfach alle ihre Schlüssel stecken. Was ist schon Eigentum? Meins, deins, das sind doch bürgerliche Kategorien. Oh, Feuerwerk. Das zünden wir gleich. Ich erinnere mich. Wir müssen die Bühne aktivieren. Er macht natürlich einen Power Slide nach vorne. Dann mach! Oh! Ja, ich drück doch schon E. Tausch aus! Holy shit, Mann. Das ist die stärkste Stufe der Taschenlampe. Dafür, dass wir jetzt auf so einer komischen Heavy-Metal-Bühne stehen. So Viking-Metal-Style.
ist die Musik ziemlich poppig. Oh Gott. Ich versuch's. Kurz nachladen. Ja, okay, bis dahin, noch einen schönen Tag. Sorry, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Oh, der hat noch Schutz. Das ist ein sehr poppiger Song. Das ist eher so Glam Metal. Children of the Elder God. Okay, jetzt können wir die Shotgun nehmen. Nice. Explosions, explosions and rock and roll. Children of the Elder God. Ich kann nicht so auch singen. Have a rock and roll moment without dropping to a low health state. Cool. Ich krieg Achievements, die mir damals verwehrt waren. Ich habe 19 Schuss hier. Ja, wir behalten die Shoddy jetzt mal. Komm. Hier durch? Barry? Schaust du den Baum an oder was? See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, Oh, right fuck where you. I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. Fokus? Da war ein Fokus. We need to get this thing moved out of the way. Da oben ist ja schon die Box. The Children of the Elder God. Mhm. Ja, registriere die Leertaste nicht. Alles gut, alles gut. Das kennen wir. Ich weiß, mein Leertaste ist eh ein bisschen kaputt. Also von daher. Papa. I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done Pick up okay for themselves. revolver ammo. So how come I never Shotgun ammo. Sleep. We all spend Yeah. Night Springs. Man, somewhere it's back between memories. fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? Your first real writing job. What got you started? Was this one of your episodes? Ich habe jetzt halt keinen Bock mehr auf Night Springs. Tonight's episode. It's
1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. The children of the elder gods! The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Old Gods of Asgard 75er Ragnarok Tour. Beawed by celestial wrath and fury, aber nur in den USA. Ich habe jetzt diesen Song im Kopf, ne? Den Children of the Elder Gods. Hinter mir ist jemand. Ne, doch nicht. Something's happening here. Yeah? What's that? I think we can make it through here, Al. What? Did he? Oh, so einer. Riesiges Buttermesser, ey. Wo hast du das gefunden? Der Strom hat sie gekillt. Wackel du vor dich hin, wackel du vor dich hin. Alles gut. Wir warten, bis unsere Lampe wieder aufgeladen ist. Und dann wirst du desintegriert. Komisch, wie Barrier durchgekommen ist. Ja, das Glück ist mit den Doofen irgendwie. Den Einfältigen. Ah, Schnapsbrennerei. Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this The door stuff was online, barred from maybe the get a other reality side. show going, I'd have to release a find new another single. way. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Ich bin ja schon dabei. Die Sache ist... Gibt nicht mehr viele Wege hier. Keine grünen Knöpfe. Ich meine, ich habe einen Fokus hier drauf.
Muss ich das Ding irgendwie hochjagen oder so. Da ist eine Tür. Be careful, Al! Wow! Ja, ja, alles gut. Wie hoch geht das hier? Das endlos hohe Haus. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Also through the day, wie wir herausgefunden haben. Moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deer Fed is almost here, isn't that? I bet that keeps you in business. Keine Ahnung, warum ich I gedrückt habe gerade. Anstatt linker Maustaste. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. They had the goods, and I had the money. Ah, so, und das Ding fühlt sich immer gut an und gleichzeitig weiß ich genau, wenn du so Munition geschenkt kriegst, ist es immer schlecht. Oder Ressourcen geschenkt kriegst, ja. Oh oh. Das war easy im Vergleich. Da ist noch eine rote Bude, wollte ich sagen. Roter Kasten. Echt, ich habe so lange gebraucht, bis mir das Wort eingefallen ist. Ist no joke. Ist das nicht das Andersons Haus? Ach, ich muss für Barry erst die Tür öffnen. Der Geist ist doch da sicher. Der ist doch bei seinem Schnaps und seinem Licht. Da kann er doch einfach... Al? Is that I you had out to there, find a buddy? key to get Barry out. Yeah, it's me. Hang on. I'll try to find a key to get the door open. Need a key. Dieser Sound, ich weiß nicht, ich muss immer lachen. Es ist immer ein Lächeln auf mein Gesicht, wenn ich diesen Türsound höre. Hold up. Come on, this place is all dusty. You know I got my allergies. So gut wie jedes Videospiel nutzt diesen Sound. Zumindest damals in der Let's Zeit. go, man. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Ah! Ich schaffe das alleine. Hey, Ich bin I Alan think that's Wake, the farm on the other side Schriftsteller. of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Come on, one more gate. Let's
Let's do this thing. Kettensäge. Old gods know the truth. Yeah, but they never tell. The lights are out. I guess we better check the fuse box. Die ist oben offensichtlich. This looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. So lächerlich. Of course, we need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's-her-face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Les Paul ist die einzig wirkliche Gitarre. Meiner Meinung nach. Das ist auf Dauer Repeat. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. We have to listen to shitty rock music. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Might as well get blind from drinking too much moonshine. Seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No. Oh my god. That's right, I couldn't. But No. I could, because I'm a writer. You couldn't. What do they put in this stuff? I feel like my Methanol. brain is coming out of my nose. I'm gonna get the Methanol ist nicht gut für dich. Ethanol auch nicht, aber. Booze millionaire. I just miss her, Barry. Brazillionaire? I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Children of the elder gods! Ich weiß halt literally nicht, wie laut ich wirklich bin. Wahrscheinlich nerv ich meine Nachbarn die ganze Zeit, aber hey. Children of the elder gods! I'm a ghost now. I'm Ghostwake. Alan Ghost. What? Oh. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. Aha, ich hab was im I Auge. had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Ah, bin wieder da.
Find out what happened to you. Alice? Alice! Ich bin der stille Beobachter. The silent cartographer. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Du bist gesprungen. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind you. And then you write more books for me. Write my reality. She's not here. You were foolish to think so. Das sehen wir hier mal von der Kamera. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Ah! Oh, hush. Es can't be happening! Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. Ein Absatz. Alles, was ausreicht. Ein Absatz. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. Alles klar. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into Das ist in der Woche passiert, die wir verloren haben. To interrupt the horror story before the ending. Und dann erleben wir es. Everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my barber a long time ago. She looks so old. What the fuck? I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. Alles nur, weil gesoffen hat, findet er es jetzt raus. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever
dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Fuck you. Okay, aber jetzt machen wir wirklich Schluss. Aber halt erst den Anfang noch anschauen. Previously on Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Wieso krieg ich die Achievements plötzlich? Making sure that the unfolding story would make her more Das letzte Mal auch so gespielt. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault and you're gonna pay for it. You can't pay for it. Der Klicker, ich wusste, der kommt jetzt so. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. Light Lady. Lamp Lady, nicht Light Lady. Lamp Lady. All the manuscript pages were gone. Okay. The Checkpoint FBI reached. agent had taken. Und wir gehen raus. Ah, und das war's für heute. Ein Staudamm. Ein Staudamm. Ja, für den See wahrscheinlich. Naja, nächstes Mal finden wir das aus.